Es ist so schön zu sehen, was passiert, wenn unsere Gedanken unsere Realität schaffen. Wir erschaffen, wie in einer selbsterfüllenden Prophezeiung, unbewusst die Realität, die wir erwarten. Unser Gehirn, das ist die sogenannte Confirmation Bias, die Bestätigungsfalle, unser Gehirn sucht nach Beweisen, die wir schon glauben. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Meine Vision ist es nämlich, dass Kinder frei werden dürfen. Frei von Angst, frei von Gehorsam und frei von beschränkenden alten Glaubenssätzen, die sie klein halten. Doch damit Kinder frei werden können, müssen wir Eltern, besonders du als Mama, zuerst frei werden. Frei von den alten, nicht dienlichen Denk-, Sprach- und Handlungsmustern, die dich selbst begrenzen. Frei von deinen alten Prägungen und inneren Konflikten, die sich, wie du weißt, in der Regel ja erst in stressigen Momenten so richtig zeigen. Damit nicht nur du selbst keine Folge mehr verpasst von Loslassen und gemeinsam wachsen, sondern auch die vielen, vielen kostenfreien, hilfreichen Impulse mehr Mamas erhalten können, die sie vielleicht heute ganz dringend brauchen, bitte ich dich, dass du jetzt direkt auf Folgen drückst. Ich danke dir so sehr dafür. Und jetzt, lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du heute da bist zu dieser Episode. Ich freue mich selbst, die jetzt hier für dich aufzunehmen, denn ich bin davon überzeugt, dass du heute nach dieser Episode unglaubliche Aha-Momente haben wirst, die deine Art zu sehen und zu entscheiden und zu denken vollkommen, neu werden lassen. Lass uns loslegen. Auslöser für diese Episode ist meine Tochter. Wie so oft wachse ich, und das ist dieses Geschenk der Elternschaft, der bewussten Elternschaft, durch die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich mit meinen Kindern habe. Und je älter sie werden, die Erlebnisse und Erfahrungen und Erkenntnisse, die meine Kinder mit nach Hause bringen, also die sie selber machen, wo noch Fragen da sind, wo sie was verstehen wollen. Und hier fängt es einfach auch an, dann die Kinder zu stärken, ihnen ein Bewusstsein zu machen für das, was im Außen ist, um ihnen zu helfen, mit all dem, was sie im Außen erleben, zurechtzukommen. Also innerlich so stark zu sein, dass sie eine Klarheit haben für ihr Leben. Und so war es neulich abends der Fall. Bei uns ist es so, meine Kinder gehen irgendwann ins Bett und ich bin dann noch bei ihnen. Und diese Zeit, die wir dann miteinander bei der Einschlafbegleitung sozusagen verbringen, die ist ganz intensiv, weil meine Kinder da den Tag verarbeiten. Wir haben verschiedene Rituale, wenn wir da zusammen abends sind. Der erste Punkt ist, dass automatisch, ohne dass ich das initiiere, meine Kinder ganz viel erzählen. Und eine Geschichte, die eben Auslöser auch für diese Episode heute ist folgende Geschichte meiner Tochter. Sie hat erzählt, dass sie in der Schule, im Pausenhof, an einer Gruppe Jungs vorbeigelaufen ist. Und diese Jungs haben plötzlich angefangen zu lachen. Also just in dem Moment, als sie an denen vorbeigelaufen ist, sie wurde von ihnen angeschaut, haben sie angefangen zu lachen. Ihr erster Gedanke war, die lachen über mich. Die lachen über mich. Und dieses Gefühl in ihr drin, das war bis den ganzen Tag lebendig, bis zum Abend, bis wir es bearbeitet haben sozusagen. Das Gefühl von, ich werde ausgelacht, sich unwohl fühlen. Was ist da los? Warum lachen die mich aus? Was habe ich denn gemacht? Ist irgendwas an mir? Ein großer Hinweis hier für dich. Du siehst, wir beschäftigen uns mit unseren Gedanken immer mit uns.
Also das ist eine Erkenntnis, die so wichtig ist, weil wir so oft denken, oh Gott, was denken die anderen über mich? Warum lachen die über mich? Wir sind so sehr mit uns beschäftigt, dass wir immer vergessen, dass es auch den anderen gibt. So, Klammer zu. Ich habe dann mit ihr gesprochen und habe gesagt, du entscheidest, woran du glaubst. Du entscheidest, ob dich diese Situation ärgern darf oder nicht. Du bist diejenige, die kraftvoll, machtvoll, schöpferisch und kreativ ist und entscheidet, welche Geschichte sie als wahr haben möchte. Denn wir wissen nicht, warum die Jungs gelacht haben. Wir haben dann in dieser Situation aus dem FF heraus 10 Geschichten kreiert, warum die Jungs gelacht haben. Und da kam alles Mögliche. Vielleicht hat der eine einen Witz erzählt und meine Tochter ist gerade in dem Moment an ihnen vorbeigelaufen. Oder die Jungs haben sich an was Lustiges erinnert. Oder sie haben ein Spiel gespielt und meine Tochter war in dem Moment, als sie vorbeigelaufen ist, Teil dieses Spiels. Es gibt so viele Möglichkeiten, so unendlich viele Möglichkeiten, warum die Jungs gelacht haben in dem Moment, als sie vorbeigelaufen ist. Wir können uns entscheiden, sie kann sich entscheiden, ob sie der Geschichte glauben möchte, dass sie ausgelacht wurde. Sie kann sich aber auch entscheiden, eine andere Geschichte für wahr zu halten. Denn die Wahrheit ist, wir werden nicht erfahren, warum die Jungs gelacht haben. Um das zu erfahren, muss ich mich mit den Jungs in Verbindung setzen und muss fragen, hey, warum habt ihr gerade gelacht? Hat das was mit mir zu tun? Und nachdem das nicht passiert ist, ist alles andere, was in unserem Kopf passiert, ein Gedankenkonstrukt. Erster Punkt dazu, die Frage, die automatisch kommt, warum denken wir werden ausgelacht? Das hat was mit unserer ganz natürlichen Biologie zu tun, mit der Art und Weise, wie wir denken. Wir wollen nämlich, und es ist in uns drin, in jedem von uns drin, wir wollen dazugehören. Denn wenn wir dazugehören zu einer Community, zu einer Gemeinschaft, zu einem Tribe, zu einem Stamm, zu den Menschen um uns herum, dann schenkt uns das Sicherheit. Es war für uns als Menschen und es ist für uns als Menschen heute noch unfassbar schmerzlich und überlebensbedrohlich, wenn wir nicht mehr Teil der Community sind, wenn wir ausgeschlossen sind, wenn wir uns distanzieren müssen, wenn wir nicht dazugehören. Rein biologisch und wenn wir einfach zurückblicken, tausende Jahre zurückblicken, dann gab es da einfach einen Säbelzahntiger, der uns aufgefressen hat. Wir hatten Fressfeinde und nur in der Community mit den Menschen, mit ihren verschiedensten Potenzialen, der eine konnte gut hören, der andere hat gut gesehen, da war die Überlebenschance einfach viel höher, als wenn wir alleine in der Savanne unterwegs waren, sozusagen. Das heißt, in dem Moment, wo wir kurz daran zweifeln, unsere Amygdala im Gehirn die ganze Zeit prüft in einer Tour, und zwar 10 bis 15 Mal pro Minute, ob wir sicher sind, ob wir uns in Sicherheit begeben müssen. Also die Amygdala ist der Bereich in unserem Gehirn, der Angstreaktionen auslöst, der einsetzt als frühes Warnsystem, bevor wir überhaupt bewusst und analytisch denken können, ganz instinktiv, um Situationen zu erfassen, die uns in Gefahr bringen könnten, weil unser Gehirn auf Überleben programmiert ist. Es priorisiert daher das Negative. Und genau das ist der Grund, warum wir dann denken, warum lachen die über mich? Wir gucken, also die Amygdala, die schaut, was ist der Auslöser, dass ich mich gerade unsicher fühle und dann, was muss ich tun? Wie muss ich jetzt handeln, damit ich mich wieder sicher fühlen kann, damit ich wieder Teil dieses Tribes, dieser Community, dieser Gemeinschaft bin. Das ist so der Teil der Biologie und dem Wissen, das ich meiner Tochter in dem Moment mitgegeben habe. Für uns Erwachsene kommt noch ein weiterer Fakt hinzu. Wir haben Erfahrungen gemacht. Und zwar in der Zeit ganz extrem bis zu unserem 7. Lebensjahr. Dazu habe ich schon eine Episode gemacht, wo ich auf das Thema Glaubenssätze eingehe und empfehle dir, wenn du magst, in den Shownotes einfach mal zu gucken und dir die Episode dazu anzuhören. In unserem Unterbewusstsein, ganz tief in unserem Unterbewusstsein, findet alles statt. Beinahe alles. 95% unserer Entscheidungen sind unbewusst.
Die entstehen, weil wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben, Glaubenssätze von unseren Eltern aufgenommen haben und die für wahr genommen haben, weil wir auch außerhalb unserer Kindheit natürlich im Laufe unseres Lebens Erlebnisse hatten, die wir ganz tief emotional abgespeichert haben. Ich mag dir dazu ein unfassbar interessantes Forschungsergebnis oder eine wissenschaftliche Studie vorstellen, und zwar von John Dylan Haynes, der 2008 festgestellt hat, dass unser Gehirn Entscheidungen bis zu 7 Sekunden vorher bereits getroffen hat, bevor wir das bewusst wahrnehmen. Ich finde es so krass, ich finde es so unglaublich crazy, dieses Experiment und dieses Ergebnis. Du siehst auch, das war 2008, das ist gerade quasi noch gar nicht lange her, das war jetzt gerade erst sozusagen. Also die Wissenschaft, die ist einfach so unglaublich, die Neurowissenschaft, so unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben so viele Erkenntnisse über unser Gehirn und auch wissen, wie wir es dann dementsprechend verändern können, komme ich auch gleich dazu. Mich begeistert das unglaublich und ich mag dir das so gern weitergeben, weil das ist ein Wissen, das müssen wir wissen lernen und wenn du das weißt, kannst du es deinem Kind nämlich weitergeben. Was man da gemacht hat, man hat Probanden gebeten, zwischen 2 Tasten zu wählen und hat eben die Gehirnströmungen gemessen und eben festgestellt, in der Kurzform, aha, das Gehirn weiß schon vorher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, bei der man nicht mehr von Zufall sprechen kann, welche Taste es drücken will, bevor der Geist quasi entscheidet, ich drücke mit meinem linken Finger oder mit meinem rechten Finger. Spannend ist, dass schon vor 20 Jahren der amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet ein ähnliches Experiment gemacht hat, bei dem er darstellen konnte, dass bewusste Entscheidungen vom Gehirn in Form eines sogenannten Bereitschaftspotenzials ein paar Millisekunden vorher schon entschieden werden. Und das hat dazu geführt, dass es eine Debatte rund um unseren freien Willen gegeben hat. Freier Wille. Freier Wille, sagt Viktor Frankl, ist der Moment zwischen Reiz und Reaktion zu entscheiden. Beziehungsweise, um es ganz korrekt zu zitieren, er sagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, unsere Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und da geht es um den freien Willen. Also, dass es mir möglich ist, frei zu entscheiden, wie ich auf etwas reagiere. Wenn wir aber dann diese Forschungsergebnisse haben und feststellen, Moment mal, kann das sein, dass es gar keinen freien Willen gibt, weil mein Gehirn aufgrund meiner Glaubenssätze, Entscheidungen von früher, Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse schon vorher im Prinzip entscheidet. Habe ich dann überhaupt einen freien Willen? Diese philosophische Frage, die lasse ich unbeantwortet, denn sie ist auch noch nach wie vor unbeantwortet. Und ich für mich habe da auch eine Antwort, was es für dich jetzt wichtig ist mitzunehmen. Es gibt unterbewusste Muster, viele davon, die sind in uns Erwachsenen drinnen, aufgrund von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, und die kann man ändern. Weil es so schön ist und ich immer noch Freude habe an dieser Episode für dich, möchte ich dir eine Geschichte vorlesen. Und zwar von Paul Watzlawick, dem österreichischen Philosophen, Psychotherapeuten, Kommunikationswissenschaftler, österreichisch-amerikanisch, um ganz korrekt zu sein. Die Geschichte von dem Hammer. Die Geschichte von dem Hammer zeigt dir, wie es funktioniert, dass unsere Gedanken unsere Reaktionen auslösen. Die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel, was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan, der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie diese Kerle vergiften einem das Leben und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer jetzt hat. Es reicht mir. Und so stürmte er hinüber, läutete, der Nachbar öffnete, doch noch bevor er Guten Tag sagen konnte, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!
Ich finde diese Geschichte so toll, dass ich wirklich nachts oder abends, als meine Tochter ihre Geschichte mit dem Auslachen gebracht hat, ihr ebenso diese Geschichte vorgelesen habe. Es ist so schön zu sehen, was passiert, wenn unsere Gedanken unsere Realität schaffen. Wir erschaffen, wie in einer selbsterfüllenden Prophezeiung, unbewusst die Realität, die wir erwarten. Unser Gehirn, das ist die sogenannte Confirmation Bias, die Bestätigungsfalle, unser Gehirn sucht nach Beweisen, die wir schon glauben. Im Beispiel des Hammers, er hat in seinen Gedanken und in seinen Erinnerungen nach Beweisen gesucht. Der Mann, der hat mich nicht gegrüßt und so und ist flüchtig an mir vorbeigelaufen, um sich selbst zu beweisen, dass er, der Nachbar, etwas gegen unseren Mann, der den Hammer bräuchte, hat. Es gibt ein ganz starkes Zitat von Henry Ford, der das sagt: Ob du glaubst, dass du es kannst oder nicht, du hast recht. Wenn du glaubst, dass du etwas nicht kannst, dann wird dein Gehirn nach Beweisen suchen, um das zu bestätigen. So, jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich dich hinbringen will. Unser Gehirn formt also unsere Realität. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, was da in unserem Kopf drin ist an unfassbarer Magie und unglaublichem Potenzial, schafft die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und dementsprechend reagieren. Das, was da drin ist, ist in unserer Kindheit, besonders als jetzt aus dem Blickwinkel des Erwachsenen, in unserer Kindheit entstanden. Aufgrund der Tatsache, dass unser Gehirn in der Kindheit, wie du in meiner anderen Episode hören kannst, siehe unten in den Shownotes, in den ersten 7 Lebensjahren in einem Theta-Wellenzustand ist, der dem Hypnosezustand ähnlich ist. Und in dieser Zeit nahmen wir wie ein Schwamm alles um uns herum wahr und auf und haben uns dementsprechend auch unsere Realität, unsere Wirklichkeit kreiert. Und jetzt passiert aber was Spannendes oder eine Erkenntnis, die ich dir mitgeben darf, denn du kannst das verändern. Und zwar, indem du deinen Wahrnehmungsfilter veränderst. Vielleicht denkst du dir jetzt, was bitte, Manuela, ist der Wahrnehmungsfilter? Dazu kommen wir jetzt. Denn ich entscheide, was ich sehe. Ich entscheide, woran ich glauben möchte. Darum geht's. Dieses Filtersystem ist das retikuläre Aktivierungssystem im Gehirn. RAS. Das RAS ist ein neuronales Netzwerk im Hirnstamm und entscheidet, welche Reize in der Flut von Informationen, die wir pro Sekunde aufnehmen, wahrnimmt. Jetzt pass auf, halt dich fest. Unser Gehirn empfängt nämlich durch unsere Sinne, das heißt sehen vor allem, also durch unseren visuellen Sinn, riechen, schmecken, fühlen und hören, 1 Million Bit pro Sekunde. 1 Million Bit, das Bit ist eine Informationseinheit. Wir kriegen also 1 Million Informationen pro Sekunde durch unsere Sinnesorgane in unser Gehirn. Aber unser Gehirn nimmt nur 100 Bit, 50 bis 100, sagt sogar ganz konkret James Doty, ein Neurowissenschaftler von der Stanford University, in seinem Buch Mind Magic. Zwischen 50 und 100 Bit gelangen in unser Bewusstsein. Diese Filterung, das macht das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem. Das RAS priorisiert, was für uns wichtig ist. Es filtert das raus, was es glaubt, was für uns relevant ist. Und zwar anhand der bereits im System vorliegenden Informationen. Das heißt, anhand unserer Überzeugungen, Erfahrungen, emotionale Zustände, Glaubenssätze. Du kannst es ein bisschen vergleichen mit dem Social-Media-Rhythmus. Mir fällt gerade ein, zum Thema Wahrnehmung habe ich auch eine Podcast-Episode, die ich dir auch unten nochmal in den Shownotes verlinken werde. Und Social Media und Social Media-Algorithmus ebenso, da komme ich nämlich jetzt dazu. Der Social Media-Algorithmus funktioniert auch nach einem bestimmten System. In der Kürze funktioniert es so, dass der Algorithmus erkennt anhand, mit wem du in Verbindung stehst, bei wem du kommentierst, wo du irgendwelche Likes und Herzchen verteilst. Anhand deiner quasi Interaktion in Social Media erkennt der Algorithmus, was dir gefällt.
und spielt dir dementsprechend dazu passend weitere Informationen zu. Also der Social-Media-Rhythmus meint zu wissen, was dir wichtig erscheint und nährt jetzt diese Themen, indem er dir immer mehr davon gibt. Das ist total wichtig zu wissen für dich privat, als auch beruflich, vor allem privat, weil du natürlich so, wenn wir so den einen Aspekt sehen, so bleibst du natürlich in deiner Welt, weil dir aus Social Media immer nur das zugespielt wird, was du vielleicht schon suchst, welche Meinung du vielleicht schon siehst oder hast, was du bereits schon gut findest. Social Media ist in dem Moment total mega, wenn du das bewusst nutzt. Ich zum Beispiel für meine Social Media Tätigkeit, die wirklich mega wenig ist. Ich bin so gut wie nicht in den sozialen Netzwerken, weil das so ein Energiefresser ist. Da empfehle ich dir auch wirklich meine Podcast-Episode, die ich dir unten verlinke, zum Thema Achtsamkeit und Detox von Social Media. Wenn ich da reingehe, ich habe ganz bewusst meine Likes bei verschiedensten Accounts, weil ich mehr davon will aus Bewusstheitshintergrund. Ich will diese Information, ich will zum Beispiel Motivation, ich will zum Beispiel Anregung in wissenschaftlichen Fakten und ich möchte dann auch, dass der Social-Media-Rhythmus mir das zuspielt. Das heißt, ich entscheide, wie der Rhythmus bitte mit mir die Dinge zuliefert. Das ist ganz wichtig. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die wundern sich dann oder wundern sich vielleicht gar nicht, dass sie immer wieder die gleichen Informationen bekommen. Und durch die Wiederholung der gleichen Informationen fangen wir auch an, die Dinge dann als wahr zu glauben. Und das ist wie alles im Leben positiv als auch negativ. Wenn ich also meine Glaubenssätze verändern will, du merkst schon, dann brauche ich Wiederholung, und zwar beständige Wiederholung, bis es für mich eine innere Wahrheit ist. Das kann natürlich auch missbraucht werden, das sei an dieser Stelle einfach, noch erwähnt. Kommen wir zurück zum RAS, nämlich nochmal neuronales Netzwerk, das wie der Social-Media-Rhythmus eben filtert, was für dich wichtig ist. Und da mag ich dir eine total schöne Geschichte erzählen, und genau genommen sogar zwei. Als ich mit meiner Familie 2022 in Europa unterwegs war, vielleicht weißt du das nicht, hier ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Wir waren 2022 für 5 Monate mit einem VW-Bus völlig unspektakulär ausgestattet, minimalst ausgestattet, in Europa unterwegs. Wir haben ganz viel gesehen, wir wollten unseren Kindern die Welt zeigen und reisen, und das Leben hat sich so ergeben, dass das einfach 2022 der Zeitpunkt war für uns. Und da habe ich mit meinen Kindern, die sehr klein waren damals, ein Spiel gespielt. Klassisch, wir sind im Auto unterwegs, Mama, wie lange fahren wir noch? Und ich will nicht mehr Auto fahren. Und wir wollten in eine Stadt gehen und Stadt rumlaufen ist langweilig, wo gibt es ein Eis? Also du kennst das, wie das halt so ist, wenn man mit Kindern in Urlaub fährt, das war da auch nicht anders. Alltag eben im Auto unterwegs. Wir haben dann das Spiel gespielt. Ich glaube, wir haben gar keinen Titel dafür gehabt, sondern es ging darum, dass wir etwas bewusst sehen wollen. Also, wir wollen bewusst sehen, zum Beispiel eine Frau, die in der Stadt rumläuft und eine Herzbrille aufhat, also eine Brille, die geformt war wie ein Herz. Oder einen Mann mit einem Strohhut und grünen Strümpfen. Oder ein Kind mit einem T-Shirt, wo ein Bär drauf ist. Wir haben uns ganz verschiedenste Dinge ausgedacht und sind dann mit diesem bewussten Fokus rumgelaufen. Und du wirst es nicht glauben, ich hoffe, du tust es trotzdem. Wir haben alles gefunden. Alles, was wir gesucht haben. Die verrücktesten Dinge. Wir hatten solche verrückten Dinge uns ausgedacht, dass wir sie finden wollen, und wir haben sie gefunden. Wir haben das Ganze dann natürlich auch so gespielt, dass wir gesagt haben, wir wollen heute Geld auf der Straße finden. Auch das haben wir gefunden. Wir haben alles gefunden, was wir finden wollten. Was ist dabei passiert? Meine Kinder haben festgestellt, sie können ihren Fokus ausrichten, weil alles bereits existiert. Es ist alles bereits schon da, ich muss es nur sehen wollen. Ich muss mich nur entscheiden, es sehen zu wollen. Gleiche Funktionsweise des RAS erkennst du auch, wenn du zum Beispiel abends im Dunkeln im Wald unterwegs bist und plötzlich was siehst und erschrickst. Du siehst vielleicht einen Fuchs, und während du weiterläufst, erkennst du, das war nur ein Baumrascheln oder es war nur die Form von einem Baumstamm. Was da auch passiert ist, ist, dass dir dein Gehirn quasi von dem, was es kennt, was es an Erfahrungen hat, ein Bild erzeugt hat und das wiederum
letztendlich dann deinen Überlebensmodus aktiviert hat. Deine Amygdala, die dann sagt, oh krass, da ist ein Fuchs, oh Gott, ich muss Angst haben, ich muss hier weg, ich will ja überleben. Oder auch ein Moment, wo du erkennst, dass dein RAS aktiv ist, bei den klassischen Misshearts, also wenn du Musik hörst und du verstehst irgendwas total lustig oder denkst dir, was singen die denn da, das macht doch überhaupt keinen Sinn, hat damit zu tun, dass dein Gehirn letztendlich von dem, was es kennt, versucht, etwas zu konstruieren, was eben für dich ja zu erkennen ist. Ich muss heute noch lachen über ein Misshearts von mir selbst, und zwar von den Eagles Hotel California. Es ist so, ich habe mich als Jugendliche, ich weiß nicht, ich glaube tagelang nicht mehr eingekriegt, weil ich einfach das so viel verstanden hatte. Da heißt es an einer Stelle, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. Und ich habe immer verstanden, then she lit up a Ken doll, also eine Puppe von Barbie und Ken, die Ken-Puppe. Also auch da für dieses Beispiel, für die Misshearts zum Beispiel, wenn wir uns einfach was Neues kreieren, weil wir jemanden missverstanden haben, auch das ist eben die Fähigkeit unseres Gehirns, aufgrund von unserer Erfahrungen, Glaubenssätze, Erlebnisse etwas zu bauen, was bereits bekannt ist. In meiner Community Verbundensein machen wir genau das, nämlich wir programmieren unser Gehirn um. Verbundensein ist meine Community von Frauen, von Mamas, die den Weg der bewussten Elternschaft gehen. Das heißt, die an dem Punkt angekommen sind, dass sie sagen, ich will Erziehung und die Beziehung zu meinem Kind und zu mir anders machen, als ich selbst erlebt habe. Ich möchte, dass mein Kind mit einem starken Selbstwert ins Leben gehen kann, mit einem festen Fundament. Und ich möchte Erziehung gestalten, ohne dass ich mein Kind bestrafe oder belohne, also mit Methoden der Angst arbeite, sondern ich möchte gleichwürdig, voller Liebe mein Kind ins Leben begleiten. Und diese Frauen, die ich hier in Verbundensein begleite, die sind an dem Punkt, dass sie sagen, haha, es beginnt alles mit mir. Denn wenn ich in dem Konflikt bin mit meinem Kind, dann geht es darum, dass ich mich reguliere. Und in diesem Muttersein, in der bewussten Elternschaft, immer konkret als Frau, ist die Frage für uns, was will ich denn eigentlich im Leben? Wo soll es hingehen? Wie kann ich mich emotional besser regulieren? Wie kann ich meine Glaubenssätze verändern und die Mama werden, die ich sein will? Die Frau werden, die ich sein will? Die Partnerin werden, die ich sein will? Und das machen wir in Verbundensein. In meinen aktuellen Bonus-Episoden erfährst du ganz viel zu Verbundensein. Die Episoden verlinke ich dir in den Shownotes. Da geht es darum, wie ich dich in Verbundensein begleite über meine 7 Ebenen des Wachstums und der Transformation, welche Frauen oder für welche Frauen Verbundensein besonders geeignet ist, welche Erfolge wir in Verbundensein schon haben, wie Verbundensein funktioniert. All das dazu habe ich extra Podcast-Episoden für dich gemacht, damit du in aller Ruhe reinhören kannst und für dich spüren kannst, dich also schon außerhalb von Verbundensein mit dir verbindest und in Verbundensein dann diese Verbundenheit zu dir und vor allem zu den anderen Frauen, die genau denselben Weg gehen wie du, die genau dieselben Herausforderungen haben, die eben nicht verurteilen und bewerten, sondern total wertschätzend miteinander umgehen. Das ist echt der Hammer. Also das ist einfach nur der Hammer. Diese Community ist der Hammer. Da kannst du dann eben die Podcast-Episoden anhören und für dich entscheiden, ob das zu dir passt. Was machen wir in Verbundensein? Wir machen genau das, denn das, was ich dir jetzt die ganze Zeit hier so erzählt habe, ich entscheide, woran ich glaube, ich entscheide, was ich sehe, hängt eben mit meiner Entscheidung ab und im Übrigen meines Erachtens meinem freien Willen, dahin, dass ich eben bestimme, woran ich glauben möchte. Und so können wir auch, und das ist ein wichtiger Punkt, unsere Glaubenssätze verändern. Unser Gehirn ist fähig, unser Gehirn ist veränderbar. Der Begriff Neuroplastizität, den hast du vielleicht schon mal bei mir gehört, vielleicht warst du in meinem Mentoring auch da oder bei mir als Klientin schon. Die Tatsache, dass unser Gehirn jederzeit sich verändern kann, ist einfach phänomenal. Nichts ist in Stein gemeißelt, wir sind jederzeit fähig zu wachsen und neuronale Wege neu zu kreieren durch Wiederholung. Wenn es uns gelingt, unsere Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu überlegen, warum glaube ich das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Dann ist unser präfrontaler Kortex ein Teil in unserem Gehirn aktiv und schafft Bewusstsein. Stimmt das eigentlich? Und je mehr ich eben da in die Reflexion gehe
und dann mein RAS, mein retikuläres Aktivierungssystem, bewusst aktiviere, indem ich sage, ich setze meinen Fokus heute neu. Denn 1.000.000 Bit pro Sekunde an Informationen sind quasi die ganze Zeit verfügbar und werden von meinem Gehirn aufs Minimalste runtergefiltert auf 50 bis 100 Bit pro Sekunde. Ich entscheide mich jetzt neu, heute, mit meinem freien Willen, dass ich andere 50 bis 100 Bit pro Sekunde sehen möchte. Ich entscheide, dass die Jungs, die da gelacht haben, eben nicht gelacht haben wegen mir, sondern weil ich eine andere Geschichte instruiere, weil ich eben kognitiv mich entscheide, etwas Neues zu glauben. Ich möchte ab heute neu sehen, indem ich sage, ich sehe heute alle Chancen und Möglichkeiten. Oder ich beweise mir heute, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Denn das ist einer der vielen Glaubenssätze, die wir haben. Ich kann es nicht, ich werde es nicht lernen, ich bin es scheinbar nicht wert, ich muss die Dinge perfekt machen. Dazu werde ich dir auch eine extra Episode machen zu den Glaubenssätzen, die dich maximal hindern. Und wenn du dann entscheidest, heute setze ich eine klare Intention, ich sehe Chancen statt Hindernisse, ich sehe, und das machen wir in Verbundensein, ich sehe die Liebe, die mich umgibt. Und jedes Mal, wenn ich die Liebe sehe, die mich umgibt, dann erfüllt mich das mit einer Gewissheit, mit Vertrauen, mit diesem unsichtbaren. Vertrauen ist das, worum es am Ende geht. Vertrauen und Angst sind beides ganz unsichtbare Dinge. Und wir können uns immer entscheiden, ob ich mich in die Angst hineinbegebe, nämlich die lachen über mich und ich habe Angst jetzt, dass ich nicht mehr Teil der Community bin, oder ob ich mich für das unsichtbare Vertrauen entscheide und sage, nee, ich vertraue, dass es alles zu meinem Besten kommt, dass ich geführt bin und dass das gerade auch überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat, weil es hat am Ende des Tages auch nichts mit uns zu tun. Wir machen das in Verbundensein gerade. Nächste Geschichte, weil mich die so freut. Ich bin jeden Tag richtig erfüllt von all den vielen Posts und Bildern von meinen Frauen, die in Verbundensein drin sind. Wir haben nämlich gerade eine Challenge, eine 40-Tage-Fasten-Challenge, in der es gar nicht so sehr ums Fasten geht, sondern um das Etablieren einer neuen Gewohnheit. Du merkst schon, wenn wir nämlich unser Gehirn umprogrammieren wollen, müssen wir die Dinge wiederholen und dranbleiben. Und das ist ein ganz großer Aspekt in Verbundensein, dass ich der Community, den Frauen, die da drin sind, helfe durch Impulse, durch Motivation, durch verschiedene Challenges, die wir haben, durch Wissen, das sie anwenden. Wenn ich es nur weiß und das nicht umsetze, bringt mir das gar nichts und ich muss mein Wissen auch anwenden. Und hier eben die Frauen, führe darin, neue Gewohnheiten, neue Routinen zu entwickeln. Das ist auch eine dieser 7 Ebenen der Transformation. Und in Verbundensein geht es um Herzen. Also ich habe sie gebeten, jeden Tag ein Herz zu posten, das ihnen in ihrer Umgebung auffällt. Das Herz steht symbolisch für die Liebe. Wenn wir ein Herz sehen, das ist einfach total schön. Und du glaubst es nicht, wo meine Frauen überall Herzen sehen. Wenn ich gerade hier so aus meinem Fenster rausschaue in meinem Büro, ich sehe hier ganz viele Herzen geformt in den Ästen der Bäume. Ich habe hier Herzen an meinem Schreibtisch hängen, die mir meine Kinder gemalt haben. Meine Kinder sind inzwischen auch in dieser Challenge angefixt. Die sehen auch jetzt jeden Tag Herzen. Dieses Wissen, dass ich ausrichten kann mit Bewusstsein, andere 50 bis 100 Bit pro Sekunde an Informationen zu sehen und das durch Wiederholung, durch das Posten von regelmäßigen Herzen, die ich finde, eben mein Gehirn umzutrainieren und letztendlich daraus neue Glaubenssätze zu kreieren. Denn die bewussten Erlebnisse schaffen, dass wir unsere Glaubenssätze, die neuen Glaubenssätze bestätigen können. Ich sehe jeden Tag Herzen. Mich umgibt die Liebe jeden Tag. Ja, jetzt bin ich durch mit dem, was ich dir heute unbedingt mitgeben wollte, nämlich das Wissen, dass du entscheiden kannst, woran du glauben willst. Das Wissen, dass dein Gehirn deine Realität kreiert und steuert und du bewusst wählen kannst, was du sehen willst. Du kannst bewusst entscheiden, was du sehen, woran du glauben willst, und du kannst demnach auch bewusst entscheiden, was dich stärkt. Du kannst jeden Tag entscheiden, ob ich mit der Angst oder mit der Liebe gehe. Denn dein Gehirn ist veränderbar. Es kann sich verändern durch neue Erfahrungen, durch neue Gedanken und natürlich auch durch die neuen Gefühle, die du dann kreierst. Und das betrifft
dein komplettes Leben. Das betrifft dein Frausein, das betrifft dein Mama-Sein, das betrifft alle deine Beziehungen. Dieses Wissen, du kannst verändern. Du bist nicht ein Opfer der Dinge, sondern du hast es in deiner Hand und du bist ja auch 100% verantwortlich für alles und du kannst es schaffen. In meiner Community verbunden sein, begleite ich dich da dabei, wirklich neue Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln und vor allem eben durch die verschiedenen Ebenen wie Glaubenssatzarbeit, wo will ich eigentlich hin, die Träume und Visionen klären, sich auch mit dem Thema Gefühle zu beschäftigen, was macht die Angst in mir, wie gehe ich mit der Angst um, wenn sie da ist, den Mental Load abzubauen, den Stress zu sehen, in Kommunikation zu gehen, deine Kommunikationsskills letztendlich auch zu verändern und dann ein authentisches Selbst zu leben, also dich zu zeigen, wie du bist, dein Fehler-Mindset zu verändern, um letztendlich eine Beziehung zu dir und eine Verbindung zu dir zu kreieren, die im Außen alles verändern wird. Das ist auch eine Erfahrung, die meine Frauen gerade machen. Diese vielen Erfolge, die sie gerade machen, hängen damit zusammen, dass sie sich im Innen verändern und im Außen dann sichtbar wird, was für einen Ripple-Effekt es hat. Wenn du magst, komm gerne zu Verbundensein dazu. Wir werden im April wieder öffnen, dann kannst du dazu kommen, bist beim Onboarding-Call dabei, kannst direkt losstarten. Der April ist auch der Monat des Manifestierens. Wir werden da noch tiefer in die Thematik, wie funktioniert unser Gehirn und was hat Manifestieren da eigentlich jetzt damit zu tun. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist und wenn ich dich auf deinem Weg hier begleiten kann, Teil dieser Community zu sein, die dich trägt, unterstützt und unfassbar wertschätzend ist. Ich wünsche dir eine schöne, gute Woche. Vielleicht magst du mir auch ein Herz schicken in Form von einem Kommentar, was der Podcast mit dir macht, welche Erkenntnisse du hast. Poste auch gerne ein Herz und verschlagworte mich, tagge mich auf Instagram mit @Sprachzeichen. Egal wie, ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.